Herzlich willkommen zu Filme zu einem Unboxing von 2 schicken Teilen. Ja. Da kommen jetzt ein paar mehr Unboxings, deswegen habe ich mir meinen Lennart geholt. Und der Rolf, der steht hinter der Kamera, also... Genau, wir fangen an und zwar haben wir hier einen schicken schwarzen Stock. Ihr werdet gleich sehen, was da drin ist. Und zwar machen wir das ganze Ding einmal auf, Max. Ja, Verpackung. So. Und dann dann ziehen wir einfach mal. Und jetzt mal aus dem Bild. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, was haben wir denn da? Warte. Richtig geil. Ihr könnt raten, was es ist. Wir stellen es euch jetzt vor. Max, komm mal wieder ins Bild. Ne? Und zwar, wir können es leider nicht ganz ausfahren. Ja, das ist passt unsere neue Tonangel. Haben wir von der Firma Rode, darf ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, klar, ne? natürlich. Weil, geile Firma. Also, ne? Genau. Awesome. Wir können das hier mal so ein bisschen. Ne, ihr seht, kann man so ziemlich weit raus. Wir machen das jetzt nicht ganz gut. Zieh jetzt mal rein. Ja, da könnten wir bis nach Dresden nur mit unserer Tonangel reichen. Ja? Fail. So, okay. Genau, die Kamera, das Teil hat einen ganz normalen Mikrofonmount, die kleinere Version, ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Genau, ausziehbar ist 3 Meter, Gewicht würde ich sagen, es wiegt ungefähr ein Kilo. Sehr leicht für die Kilo. Füße. Nicht wie eine Alu-Angel oder, nee, Alu, das ist Alu. Nicht Carbon, aber Carbon kostet dafür auch. Braucht man nicht, sagen wir es einfach. Das Teil kostet 89 €, dafür gibt es auch die kleinere Version, die 2 Meter Version, die kostet genauso viel aus irgendwelchen Gründen. Dann nehmen wir durch den Meter mehr, ne? Ist genau. Klar. Cooles Feature, sie hat eine interne Kabelführung, hier sieht man vielleicht. Wir können auch den Pöppeln, das ist nur Schutz für die Dings. Ne? Genau. Hier sieht man, kann man das Kabel reinpacken und dann kommt es hier unten wieder raus. Genau. Heißt, man hat kein lästiges Kabel, was genau. dumm winkelt. Ich weiß das gar nicht. Wir können es ja mal spontan. Oh, genau. Da sieht man es. Vielleicht mal reinhalten. Kann man das sehen? Hoffen wir. Ne? So. Genau, dann, weil früher hatten wir es hier immer so rumgeschlungen und das war ganz blöd. Und das hat Jahrzehnte gedauert, bis das wieder... Und überhaupt keine Nebeneffekte schon mal mit dieser Tonangel. Wir haben bis jetzt noch nichts davon gehört, auch wenn man hier bewegt hat, ist es sehr guter Griff. Das ist echt super. Ja. Genau. Genau. Stellen wir erstmal zur Seite, denn das können wir gleich mit dem nächsten kombinieren. Jetzt kommt ein wunderbares Meisterstück, der Blimp. Geiler Name auf jeden Fall. Blimp Korb Windschutz. Genau. Ich pack den einfach mal aus. Ne? Mach das mal. Haben wir ihn? Ich glaube mal. Messer? Ja, hol mal. Ich hol mal. Einmal abtauchen. Hier. Mordwaffe hoch 10. Ich halte mal fest. Okay, jetzt wird's schwierig. So. Awesome. Könnt ihr euch das freuen. Richtig geiles Teil. Meinst du jetzt das Cuttermesser oder den Blimp? Beides. So. Okay, ich stell's jetzt einfach mal hier so hin. Und... Achtung, nicht erschrecken, das ist awesome. So. Erstmal natürlich... Ich mal sagen, könnt ihr auch was sehen. Ein Heftchen. Ein Production Manual. Einmal kurz reingucken. Auf zig unterschiedlichen Sprachen alles erklärt. Sogar Deutsch, Mensch. Gibt's ja gar nicht. Wir hatten es schon mal ausgepackt, nur so zur Info einmal zum Gucken. Die haben wir gar nicht bemerkt. Hier steht eigentlich alles drin, was wir gesucht haben. Wir haben uns eigentlich ein Video angeguckt, um zu sehen, was das geht. Also. Hier, habe ich ganz vergessen. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Kamm. Das ist ein Kamm. Und zwar nämlich für das Fell vom Windschutz. Sehen wir gleich. Genau, legen wir auch dazu. Legen wir dazu. Und natürlich was ist einen Schraubenzieher. Das ist so ein Schlüssel. Ganz kleiner Schraubenzieher. Stimmt. Können wir auch. Genau. Legen wir auch erstmal zur Seite. Das Beste kommt ja noch. Das ist das Beste. Nein, natürlich nicht. Wir ziehen es jetzt einfach einmal. Soll ich mal Verpackung rein? Ach, das ist nett. Sehr gut, das ist. So. Das war's, glaube ich, auch was drin ist, ne? Ja, ist sonst nur noch Verpackung. Das ist hier der Windschutz, der Korb, sieht man schon. Wenn man mal guckt, hier an der Seite hat man einen netten Hebel, den kann man ziehen. Und dann kann man das hier im Winkel verändern. Kann es hier auf der anderen Seite auch noch mit der Schraube festschrauben. Ich glaube, wir fangen einfach mal von unten an, ne? Ja, würde ich auch sagen beim Griff. Willst du vorstellen? Ja, kann ich machen. Also, man sieht hier schon mal sehr gut mit der Tonangel, das zeigen wir euch auch gleich, kombinierbar. Einmal zum Festschrauben natürlich vom Mikrofon. Genau.
Dann einmal das Kabel, das XLR. ja XLR, genau, was ja auch in der Tonangel lang läuft, kann man sehr gut hier anstecken. Und ist außerdem so, dass wenn man hier irgendwie was an dem Kabel macht, dass es keine Geräusche auf dem Mikrofon gibt. Das ist natürlich sehr gut. Also kein Klappern, kein Rauschen, deshalb gar nichts. Genau, dann haben wir hier den Griff. Ne? Sehr griffig, sehr super, ne? Der ist Also toll. er sieht erstmal sehr schlicht aus, muss man sagen, aber es liegt wirklich extrem gut in der Hand, dass man es auch einfach mal so benutzen kann, ohne Tonangel, wie wir es jetzt machen. Genau. Dann. Soll ich weitermachen? Ja, mach mal. Genau, der Korb an sich ist, ja, man kann ihn bewegen, sagen wir so. Ja, leicht Außer, elastisch. genau. Ne? Und die Kappen lassen sich abschrauben. Und wenn Genau, man hier dann, auf der anderen Seite auch. Mache ich einfach mal. Genau. Und wenn man jetzt einmal guckt, was haben wir hier? Ja, das ist die tote Katze vom Nachbarn. Namens Dead Wombat heißt das Teil. Das ist hier. Kennt man vielleicht aus dem Fernsehen oder sowas. Radio benutzt man auch Genau. gerne. Gegen Immer Wind wenn die ist das, Reporter glaub ich, ne? an der Ostsee stehen. Genau, an der Ostsee. Oder Nordsee. Hier drin, ich mache das mal ab, da löst man, um das hier abzumachen, dann löst man hier einfach diese Schrauben. Genau, halten wir fest. Das ging beim ersten Mal etwas schwierig, also Ja. und dann. Aber das heißt nicht, dass es kaputt ist. Man muss einfach ein bisschen. Ich hab's noch nicht so raus, wie das geht. Nö. Nee, aber. Zack! Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen Noch ein bisschen drehen. Ja, doch, jetzt hat man es Jetzt, genau. Also ruhig öfter drehen, ne? Genau. Nicht zu sparsam. Jetzt hat man hier die Röhre einzeln. Genau. Legen wir auch mal hier hin. Und hier hat man jetzt den Pistolengriff. Und hier sieht man auch gut, hier ist so ein Kabel dran, was das wahrscheinlich erleichtert. Also das, Genau, hier hat man so eine wenn Halterung man hier einfach. guckt, so das steckt hier drin. Und wenn man dann hier wackelt, sieht man, hier unten wackelt es jetzt nicht wirklich. Genau. Ich hoffe, das Das hat einfach alles seinen Platz, damit nichts irgendwo einfach rumwuschelt. Ne? Genau. Da drin. Je nach Länge des Mikros kann man hier auch diese Gummidinger. Hier oben kann man mit einem Schraubenzieher wahrscheinlich. Ja, dafür ist der. Genau, hier haben wir unseren. Genau. Steckt man da einfach rein, dreht und kann das dann auch x-beliebig bewegen. Genau. Nicht belegen. Hat hier sogar eine Maßeinheit von 0 bis 20 cm 20 Cent, genau. Ja. ungefähr. Genau. Und Lenny, willst du einmal das Mikrofon holen? Das Mikrofon, was ist denn? Ah, Das hier. geht da. Da, natürlich, klar. Hier. Hier einmal zur Demo, wie das geht. Ein schreckliches EM 9600, ich glaube von T-Bone. Nee, nicht T-Bone. Ich Also- will jetzt hier keine. Nicht kaufen. Nicht kaufen, es ist so Nicht billig. kaufen. Es, Das ist ich empfehle es eins niemandem. der ersten. Das ist das erste. Das erste sogar, was Nee. wir haben. Das erste Richtrohr. Richtrohr, genau. Genau. Ganz einfach, spannt man einfach von oben ran. Ah, dann das Kabel, genau. Genau, XLR-Kabel ran. Man sieht es auch hier nochmal sehr schön. Das kommt ja in diese Halterung rein. Und auch wenn man das bewegt, wirklich, man sieht das hier. Ich weiß nicht, ob man das, Das sieht. wackelt, Es wackelt aber wirklich Die hin und her. Gummibänder. Genau, die gehen richtig das richtig schön. Also man hört nichts. Vorne dürfte man jetzt nichts hören, was ins Mikro reinkommt. Also wirklich sehr schön. Also vom Gewackel. Genau. Genau. Ja, ich glaube, packen wir mal den Dead Wombat drauf. Ja, genau. Machen wir einfach mal. Bauen wir jetzt mal so zusammen, wie man das machen würde. Einmal hier wieder rein. Ne? Und dann macht der Max das wieder fest hier unten. Genau, legen wir einfach mal hin. Kann man es ja auch. Zu zweit wieder schneller. Jetzt ist das hier mal wieder abgebaut. Ja, das kann man das einfach ist reinklicken. nicht- Überhaupt genau. gar kein Problem. Am Ende einfach die. Kappen wieder drauf. Seite ist egal. Genau. So. Und Lennart. Ich ziehe Stopp. das. Ich könnte jetzt. Wartet. So, dann Genau. pack mal den Dead Wombat drauf. Wombat. Yeah. So, muss man einfach hier so rüber Zieht man ziehen. einfach drüber, genau. Und jetzt Könnte jetzt eine schicke. spannt man das ein bisschen. Genau. Muss ja auch halten, deswegen ein bisschen auf Spannung. So, So. Jetzt zieht hat man das hier einfach rüber. in dem Ein Gummi. bisschen ausrichten. Genau. Man kann es natürlich noch ein bisschen schöner machen, als wir es jetzt hier so im Unboxing. Aber ganz grob das Prinzip. Und jetzt wissen wir auch, wozu der gute hier da ist, ne? Ey, das wird so hart, glaube ich jetzt. Wow.
Es kommt ja Also wenn es neu aus der Fabrik kommt, also neu gekauft, dann hart dieses Teil, schweinedoll. Aber keine Angst, das ist jetzt nicht, weil schlechte Qualität ist oder so. Das Sondern ist das ist einfach so. vom Anfang. Genau. Aber ihr seht, gegen Wind ist es, vor allen Dingen. Geschützt. Auf jeden Fall. Genau. Genau. Dann hole ich mal die Tonangel. Genau, und jetzt sieht man das einmal, wie man das kombiniert. Und zwar einmal hier unten Rein. den Anschluss. Ich muss gerade mal gucken. So. Fällt. Ja, passt. Etwas so reinschrauben. Schraubt da was? Ja. Ich sehe es gerade nicht so gut. Schraubi. Und dann ist es fest. Seht ihr hier? Und dann der Max, bitte. Ja. Hat man hier, sieht man es ganz gut. Ich gehe mal aus dem Bild. Wieso das denn? Weil du dann komplett die Angel zeigen kannst. Ach so. Einmal. Hier, das ist sozusagen das Setup. Ganz easy, ganz einfach. Angelt man den Ton, Lennart, komm mal rein. Genau. Und dann hat man hier seine Szene. Und dann, ne? Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Genau. Und dann hat man wirklich. Auch bei Sturm kann man noch drehen. Genau. Außer Ich glaube, regengeschützt war es nicht, aber ich glaube, das geht auch gar nicht. Nee, das wird echt schwierig. Also. Das ist das Einzige, was nicht geht. Da muss man dann halt einen Regenschirm drüber halten. Genau. Aber ansonsten Auf jeden Fall. super Teil. Kann ich Windwetter. jedem empfehlen, da zu investieren. Da sollte man nicht am falschen Ende sparen. Nein. Und es ist, muss man sagen, auch für das, dieses Audiopaket, nenne ich es jetzt mal, eigentlich auch wirklich Für, günstig. keine Ahnung, für 300 € hat man hier das perfekte Windwetter. Das können wir Setup, nehmen, das das können ist- die Profis nehmen, das kann jeder nehmen. Also es ist wirklich perfekt. Das ist echt super. Genau, also da wirklich relativ günstig. Kann man da was Ordentliches kriegen. Genau, und wenn man 1000 € für Kameras ausgibt, da kann man auch mal was in Audio investieren. Ne? Genau, muss auch sein. Genau, dann sind wir fertig mit dem Teil. Genau. Haben wir was vergessen? Nee, ne? Nee, dann bedanke ich mich beim Zusehen. Vielen Dank an Lennart. Ja, vielen Dank an Max, vielen Dank an das Audiopaket. Vielen Dank an Johannes und Genau. bis zum nächsten Mal. Ja?